Die CSS Media Queries werden von dem W3C definiert und entwickelt. Es ist eine Technik, durch welche sich eine Webseite an den aktuellen Nutzungskontext anpassen kann, in dem bestimmte Eigenschaften des Geräts abgefragt werden. Auf dieser Abfragemöglichkeit baut unter anderem das Responsive Web Design auf, bei welchem gerätespezifischer CSS-Code für die aktuelle Breite des Bildschirms geschrieben wird. Dabei handelt es sich um eine adaptive Anpassung an den Gerätekontext. In den Media Queries Level 5 wurden bereits erste Media Features umgesetzt, um auf diesen eingehen zu können. Hierfür wurden sogenannte Prefers Media Features entwickelt. Dazu gehört das Media Feature Prefers Color Scheme, durch welches ein Webautor auf das präferierte Farbschema des Nutzers reagieren kann, wie auch Prefers Reduced Motion, welches genutzt werden kann, um Animationen in Webdesigns zu deaktivieren, eine Funktion, welche besonders für Menschen mit vestibulären Störungen hilfreich sein kann, und Prefers Reduced Data, wodurch eine alternative Version der Webseite angeboten werden kann, bei welcher weniger Daten übertragen werden, sowie die beiden Media Features Prefers Contrast und Force Colors, durch welche Webautoren auf die jeweiligen Modi für hohen Kontrast von Windows und macOS reagieren können. Im Rahmen dieser Arbeit wurden weitere mögliche Media Feature Kandidaten untersucht, welche von der APA Working Group des W3C vorgeschlagen wurden. Dazu zählen die Kandidaten Captions Enabled, Audio Description Enabled und Sign Language Enabled, durch welche die Präferenzen für Videoinhalte ausgelesen werden können. Weitere Kandidaten, um das Verständnis von Texten zu unterstützen, sind Pictograms Enabled, wodurch die Präferenz für unterstützende Piktogramme angegeben wird, oder Self-Voicing Enabled, welches die Präferenz für die Self-Voicing-Funktion einer Webseite angibt. Durch Display Skip Links und Table of Contents wird das Verhalten und die Sichtbarkeit der Sprunglinks bzw. des Inhaltsverzeichnisses einer Webseite angegeben. Eine Besonderheit stellt der Kandidat Session Timeout dar, welcher als Environment Variable Kandidat sinnvoll erscheint. Im Zusammenspiel mit dem Media Feature Kandidaten Extended Session Timeout kann die Sitzungsdauer so an die individuellen Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden. Diese Media Feature Kandidaten wurden als Ergebnis dieser Arbeit in einem Polyfill-Skript implementiert. Das Ziel des Skripts ist, eine möglichst einfache Einbindung in jede Webseite zu ermöglichen. Hierfür wurde das Skript so entwickelt, dass lediglich eine JavaScript-Datei und eine CSS-Datei eingebunden werden muss. Die Media Features können in dem bekannten Syntax verwendet und kombiniert werden. Der Polyfill macht sich zunutze, dass Media Queries mit unbekanntem Syntax als Not All und somit immer als False ausgewertet werden. Damit werden diese immer vom Browser ignoriert. Für die Media Feature Kandidaten übernimmt die Auswertung der Polyfill, welcher in TypeScript programmiert wurde. Nachdem die Seite geladen ist, lädt er dafür zuerst den externen CSS-Code der Seite erneut und filtert anschließend die Codeabschnitte heraus, welche einen der Media Feature Kandidaten nutzen. Um diese Media Queries auswerten zu können, verwaltet das Skript selbst die Nutzerpräferenzen für die Kandidaten und wertet automatisch beim Ändern der Nutzerpräferenzen den zuvor eingelesenen CSS-Code aus und erstellt für den Browser verständlichen CSS-Code, welcher anschließend in die Seite gepasst wird. In diesem Fall wurde der Wert OnFocus für Display Skip Links ausgewählt. Die Nutzerpräferenzen können über ein Panel gesetzt und geändert werden, welches durch das Skript bereitgestellt wird. Ein wichtiger Bestandteil ist, dass man sowohl die Einstellungen manuell vornehmen kann, wie auch sich bei OpenApe einloggen kann, um von dort seine Nutzerpräferenzen zu laden. Weitere Informationen zu den Media Feature Kandidaten und dem Polyfill sind in dem GitLab Repository zu finden, welches in der Beschreibung verlinkt ist.